Die Handtücher haben wir nie bekommen und er hat es mir übel genommen, obwohl gar nichts los war. Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi. Oh, guck mal, das matcht. Wow, das matcht. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Das Top habe ich übrigens aus der Türkei. Ja, 1 Euro. Letztes Jahr im Sommer bin ich nach über 14 Jahren wieder in der Türkei gewesen und habe es genossen. Also Sonne, Strand, ich habe das echt vermisst. Ich habe das wirklich sehr, sehr vermisst. Ich hatte ein All-Inclusive-Hotel. Ja, es war alles All-In, außer die Männer. Spaß. Spaß. Das war ein Späßchen am Rande. Auf jeden Fall hat mich jeden Abend ein Kellner bedient. Manche Kellner sind sehr gesprächig und er wollte wissen, woher ich komme, ob ich hier zum ersten Mal bin. Und ich meinte, nee, nicht in der Türkei, aber in dem Hotel. Und ja, mehr nicht. Also es war wirklich nett. Ein nettes kurzes Gespräch. Als ich im Oktober wieder in Antalya war, bin ich jeden Tag oder fast jeden Tag an ein Café vorbeigegangen. Und irgendwann dachte ich, ach komm, probier das doch mal. Und habe dann vor dem Café einen Mann sitzen sehen. Er war hellauf begeistert, mich zu sehen. Ich dachte, wer ist das denn? Warum lächelt er mich so an? Ne? Und ich dann, oh, geh mal lieber schnell rein. Ignorieren. Ich habe bestellt, mich dann draußen hingesetzt und dann kam der junge Mann auf mich zu und fragte mich, ob ich ihn nicht mehr erkenne. Und ich, nein. Das war der Kellner aus dem Hotel. Ich habe ihn wirklich nicht erkannt. Er hat mich aber gefragt, ob er sich zu mir setzen darf und sehr höflich. Und da ist mir aufgefallen, dass der Mann attraktiv ist. Also der war gar nicht so unattraktiv. Also ich meine, unter der Maske sieht man ja nicht wirklich viel, außer den Körper. Ja, ach ja, auch noch die Augen, klar, und die Haare und so, aber ihr wisst, was ich meine. In der Zeit war ich auf der Suche nach einer neuen Unterkunft, weil meine doch etwas teuer war für die Nebensaison. Also Oktober, November musste für eine Unterkunft nicht in Antalya, 33 Euro bezahlen, also pro Tag. Also es geht doch günstiger. In der Nebensaison bekommst du eine Unterkunft für 18 oder 20 Euro pro Tag. 25 Euro ist auch noch in Ordnung, aber alles, was über 30 geht, ist übertrieben. Er hat mir angeboten, dass er mir dabei helfen kann, weil er Türkisch spricht und ich fand die Idee gar nicht so verkehrt. Wir haben Nummern ausgetauscht. Es kam heraus, dass er den Vermieter kennt, also meinen alten Vermieter, und er wollte einen anderen Preis aushandeln. Er meinte dann aber zu mir, dass ich seine Freundin spielen müsste und ich, bitte? Ich bin nicht die Fake-Freundin von irgendwem, nur weil ich dann das Apartment 3 Euro günstiger bekomme oder so. Nein. Und er meinte, ja, aber es ist ein guter Freund. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, darauf kann man manchmal nichts geben. Er hat gesagt, dass er sich melden wird. Es sind auch ein paar Tage vergangen. Also ich glaube, 1 Woche oder 2 Wochen. Und ich habe dann mitbekommen, dass er mich versucht hat anzurufen. Ich glaube per Videochat, das habe ich aber verpasst. In der Zwischenzeit habe ich auch eine neue Unterkunft gefunden und ich bin ehrlich, ich wollte mich nicht zurückmelden. Also es lag an mir, definitiv. Es gab mehrere Seitenstraßen zum Café und ein paar Tage später habe ich ihn vor dem Café sitzen sehen und ich wollte aber nicht wirklich dran vorbeigehen. Hier war das Café und ich bin von mir aus gesehen links an dem Café vorbeigegangen und dachte, dass er mich nicht gesehen hat. Das war aber nicht so. Er ist mir dann hinterhergelaufen, mitten auf der Straße. Oh mein Gott, mitten auf der Straße fing dann eine mega große Diskussion an. Und warum fällt mir gerade das Lied Fiesta ein? Ich habe Fiesta im Kopf. Vielleicht, weil es auch wie Fiesta war. In meiner Straße gucken die Leute gerne aus dem Fenster, wenn unten was passiert. Aha, die Müllabfuhr kommt aber heute 5 Minuten später. Da bleiben einige gerne stehen und denken, aha, ein Beziehungsproblem. Dabei kenne ich ihn nicht mal. Er war freundlich, aber er war doch sehr nervös, sehr unruhig, sehr aufgebracht. Er wollte von mir wissen, warum ich ihm nicht geantwortet habe. Und es tat mir auch leid. Also ich habe gemerkt, dass er doch ja aufgebracht war. Also er hat sich darüber Gedanken gemacht, warum ich nicht antworte. Es tat mir wirklich leid. Vielleicht hätte ich ihn schreiben müssen, tut mir leid, kein Interesse, okay. Aber ich habe mich gefühlt, als hätte ich ihn Rechenschaft ablegen müssen und
habe ihn dann einfach reden lassen. Also er hat wirklich 3 Minuten ununterbrochen geredet. Also wirklich von, ja, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat und was mit mir nicht stimmt, warum ich keinen Freund haben will, warum ich keine Freunde haben möchte oder wie auch immer. Und nach 3 Minuten habe ich ihn gefragt, was er eigentlich von mir will. Wir stehen auf der Straße und diskutieren über eine Sache, die gar nicht wichtig ist. Wir haben uns einmal unterhalten. Einmal. Er hat mich dann auch gefragt, ob wir uns da nicht Hallo sagen oder so. Ich meine, doch, alles cool, alles cool. Ich habe ihm dann nur zu verstehen gegeben, dass ich hier bin und vieles alleine machen möchte. Und das hat er verstanden. Er meinte, okay, ich will dich gar nicht stören und ist dann gegangen. An meinem Geburtstag habe ich mir ein Hotelzimmer gebucht, eine Suite mit Whirlpool, und mein Geburtstag habe ich alleine verbracht. Am nächsten Tag kam dann ein Freund dazu. Also wir haben dann nochmal, ja, nachgefeiert. Und ich weiß, dass er abends, ich wollte Selte haben. 10 Minuten später klopft es an der Tür. Ich mache die Tür auf. Wer steht vor mir? Er. Der Kellner. Sein Blick, er hat die Augenbrauen nach oben gezogen und ich konnte erkennen, dass er unter der Maske geschluckt hat. Ehrlich. Und dann meinte er, du? Wirklich total entsetzt. Du? Ja. Hi, ich bin die Jenny. Ich bin wieder hier. Er hat mir dann die Flasche gegeben. Ich musste unterschreiben. Er hat mich auch nicht weiter angeguckt und ist dann gegangen. Ich habe mich gefragt, warum der so entsetzt guckt, aber es war ja auch die Honeymoon Suite. Ich glaube, er dachte, ich habe ihn verarscht. Ich habe geheiratet oder so. Flitterwochen so mäßig, Honeymoon Suite, ja. Er hat aber die Handtücher vergessen. Ich habe gesagt, ich rufe da nicht an. Ich gehe auch nicht wieder zur Tür. Und ja, mein Freund oder er, also nicht mein Freund, ihr wisst, was ich meine, hat dann nochmal angerufen und ja, er hat dann aber aufgelegt. Die Handtücher haben wir nie bekommen und er hat es mir übel genommen, obwohl gar nichts los war. Wir hatten nur ein Gespräch, aber ja, er war enttäuscht. Er war wirklich enttäuscht. Ich habe mich aber nicht beschwert. Ich habe ihm sogar noch Trinkgeld an der Tür gegeben. Ich kann ihn etwas verstehen. Vielleicht wollte er mich dann doch irgendwie kennenlernen oder so. Aber nein, auch wenn er gut aussah. Ja, auch wenn er gut aussah, er sah gut aus. Das war meine Geschichte über einen gut aussehenden Kellner, den ich eigentlich nicht kannte, aber am Ende hat sich das so angefühlt, als wären wir verheiratet. Also manche brauchen 10 Jahre, um zusammenzukommen und manche heiraten nach 3 Monaten. So ist das. Ja, locker. Was ist locker? Ich habe einige Geschichten in dem Hotel erlebt. Ich sag's euch, also es geht noch besser oder es geht noch schlimmer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.